Warum machen wir Schlachtfeldarchäologie? Schlachtfeldarchäologie ist ein relativ neuer Zweig der Archäologie. Er existiert etwa erst seit 30 Jahren. Schlachtfeldarchäologie wurde in den USA, vor allem am Schlachtfeld von Little Bighorn, entwickelt und fand dann seine Fortsetzung in England und Schweden, aber auch in Frankreich. Deutschland war begreiflicherweise aufgrund seiner Geschichte mit der Untersuchung von Schlachtfeldern sehr, sehr zurückhaltend. Römische Schlachtfelder wurden untersucht, neuzeitliche Schlachtfelder kaum. Wir hatten immer Sorge in Bezug auf die Schlachtfelder, und zwar, weil sie offenbar geplündert wurden. Wir fanden vom Schlachtfeld von Lützen, von Großgörschen, von der Völkerschlacht von Leipzig, aber auch von anderen Schlachten immer wieder Funde im Internet. Und wir stellten uns die Frage, sind diese zahlreichen Funde vielleicht als historische Quellen relevant? Sind Schlachtfelder wichtige Kulturdenkmale? Und deshalb haben wir in Lützen ein großes internationales Projekt gestartet mit Unterstützung der MIBRAG. Hier erforschen die ehemaligen Kriegsgegner, Schweden und Deutsche, gemeinsam das Schlachtfeld, unterstützt von englischen und amerikanischen Kollegen. Was wir hier machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen mit Metallsonden über die ausgedehnten Äcker, auf denen wir das Schlachtfeld vermuten, und sammeln Tausende von Kugeln, Gürtelschnallen und Ähnlichem auf. Und es stellte sich heraus, dass sich daraus Verteilungsmuster analysieren lassen, die uns ziemlich genau den Schlachtverlauf und den Schlachtort beschreiben. Erstaunlicherweise ist das mehr, als wir wussten, denn die historischen Quellen sind widersprüchlich, unterschiedlich und je nach Interessen gefärbt. Die Überreste, die wir im Boden finden, lassen sich nicht politisch oder intentionell färben. Sie sind Niederschläge, die den tatsächlichen Schlachtverlauf zeigen. Indizien, die eine klare, eindeutige, aber zu interpretierende Sprache sprechen. Es stellte sich also heraus, dass mit Schlachtfeldarchäologie, wie auch vorher schon in England oder in Schweden, sehr, sehr gute wissenschaftliche, historisch relevante Ergebnisse zu erzielen sind. Und das bedeutet, dass wir zukünftig ganz anders über Schlachtfelder nachdenken müssen. Schlachtfelder müssen vor der Plünderung geschützt werden. Schlachtfelder sollten, wenn sie überbaut werden und wenn sie gefährdet sind, wissenschaftlich untersucht werden. Die wichtigsten Schlachtfelder sollten geschützt werden. Schlachtfelder, meine Damen und Herren, sind Erinnerungsorte. Schlachtfelder sind Orte, die auch immer wieder missbraucht werden. Die Archäologie ist in der Lage, die Schlachtfelder zu demythologisieren, das tatsächliche Geschehen klarzumachen. Und die Schlachtfeldarchäologie ist in der Lage, von Seiten der Wissenschaft die Interpretation der Schlachtfelder, auch der neueren Schlachtfelder, aus unberufenen Händen zu nehmen. Leider sind Schlachtfelder immer noch gefährdet, vor allem die jüngsten Schlachtfelder, bei denen den Toten mit der Erinnerungsmarke durch Plünderer zum letzten Mal die Identität geraubt wird. All das ist bedauerlich. Hier sollte ein Umdenken stattfinden. Schlachtfelder sollten in Zukunft anders behandelt werden. Auch das ist ein Resultat unserer Schlachtfelduntersuchungen in Lützen und ein Resultat der internationalen Diskussion um dieses Schlachtfeld von Lützen. Wir untersuchen weitere Schlachtfelder, Jena und Auerstedt, in Hassenhausen,
das durch eine Ortsumgehungsstraße überbaut wird. Wir werden das Schlachtfeld von Hohenmölsen untersuchen, wo 1080 Rudolf von Rheinfelden, der Gegenkönig Heinrich IV. Unterlag und seine rechte Hand verlor, die heute noch in Merseburg im Dom zu sehen ist. Mitteldeutschland ist eine der Regionen mit der höchsten Schlachtfelddichte. Dies liegt zum einen an der flachen Landschaft, zum anderen am verkehrsgeografischen Raum. Wir haben hier in Mitteldeutschland eine ganz besondere Verantwortung in Bezug auf die Schlachtfeldarchäologie und der versuchen wir durch die umfangreichen und internationalen Kooperationen gerecht zu werden. Wir haben die verschiedensten Kollegen eingeladen, die Ihnen hier Auskunft geben über die Entwicklung der Schlachtfeldarchäologie und ihre Sicht auf die Schlachtfeldarchäologie generell, sodass Sie sich umfassend diesbezüglich informieren können, denn vieles dessen, was wir heute diskutieren, ist noch nicht publiziert, sondern Teil der aktiven Forschung.